Rosinen oder Trauben? Eine aufpumpte Lüge oder die trockene Wahrheit? Viele Sachen nehmen wir heutzutage als selbstverständlich. Die Mondlandung ist echt, 5G ist ungefährlich, die Erde ist rund, Trauben sind natürlich. Aber wie viel davon stimmt wirklich? Mein Name ist Ayan Paschka und durch meine Recherchen habe ich etwas aufdecken, das grösser ist als ich, grösser ist als wir alle, vielleicht sogar grösser als die Schweiz. Vergessen die Mondlandung, vergessen die Erderwärmung, vergessen Big Pharma. Ich habe die grösste Verschwörung überhaupt aufgedeckt. Big Aqua. Oder kurz Bakwa. Beim Besuch von einem Lebensmittelladen fällt der Unaufmerksame unter uns nicht auf. Aber ich habe genauer angeschaut. Und mir sind einige verdächtige Sachen aufgefallen. Wieso zum Beispiel sind Trauben nahe beim Eingang, während Rosinen irgendwo zwischen Regalen versteckt sind? Wird da jemand, dass die zwei Produkte nicht miteinander assoziiert werden? Und wenn ja, wieso? Naja, weil, als ich das gemacht habe, habe ich Folgendes realisiert. Durchschnittlich kostet im Migros 1 Kilogramm Trauben 6,40 Franken und 1 Kilogramm Rosinen 6,50 Franken. Soweit so gut. Die zwei sind etwa gleich teuer. Es ist ja letztendlich auch das gleiche Produkt. Aber halt, Trauben haben einen Wassergehalt von 81%, während Rosinen einen Wassergehalt von 15% haben. Zwischen diesen zwei Produkten hat es also einen Unterschied von 66% beim Wassergehalt. Und jetzt stellt sich mir die folgende Frage: Wieso zahle ich für 1 Kilogramm Trauben fast den gleichen Preis wie für 1 Kilogramm Rosinen, wenn doch bei den Trauben 66% vom Gewicht nur zusätzliches Wasser ist? Die Schlussfolgerung also: Wenn wir in den Laden gehen und 1 Kilogramm Trauben kaufen, machen wir nichts anderes als 1/3 Kilogramm Rosinen zu kaufen und 2/3 Kilogramm Wasser. Das heisst, für das Wasser, das in diesen Trauben drin ist, zahlen wir ganze 4,25 Franken. Umgerechnet heisst das, dass wir für 1 Liter von dem Traubenwasser 6,40 Franken zahlen. Als kleiner Vergleich: Im Kanton Zürich zahlen wir 1,85 Franken auf 1000 Liter Trinkwasser. Das heisst, das Wasser, das in diesen Trauben drin ist 3459,45 Mal teurer als unser normales Wasser. Wer hat uns also verklickert, es sei besser, Trauben zu kaufen, wenn wir doch Rosinen kaufen, 3-mal so viel, und dann einfach mit Trinkwasser ergänzen die Heim? Mit dieser konkreten Frage habe ich mich direkt an Halba Sunray gewendet, die Firma, die Trockenfrüchte für den Coop und den Migros vermarktet. Guten Tag, Herr Paschka. Da wir uns nicht mit Verschwörungstheorien beschäftigen und uns an die geltenden natürlichen Methoden halten, sehe ich von einem Interview ab. Da ich die aufwendigen Trocknungsverfahren in den Anbauregionen kenne, kann ich Ihre Theorie in keinster Weise nachvollziehen. Ganz offensichtlich hat Big Aqua bereits bemerkt, dass ich am Fragestellen bin. Das heisst nur, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Und nicht ohne Grund hat mich das Gefühl beschlichen, ich sehe etwas Grossem dran. Wer gehört überhaupt zu Big Aqua? Wer hat Interesse daran, uns überteuertes Wasser so zu verkaufen? Naja, ich weiss von einer Firma, die das schon gerne macht. Ich habe mich mit dem Nestlé-Pflegeteam in Verbindung gesetzt und habe bald darauf eine Antwort bekommen. Guten Tag, Paschka. Vielen Dank für Ihr E-Mail vom 20. April. Die Unterstützung von Studenten liegt uns trotzdem am Herzen und jede Anfrage wird an die richtigen Fachleute oder Teams weitergeleitet. Wir warten jetzt auf deren Feedback. Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen, aber was im nächsten E-Mail gestanden ist, das hätte ich nicht ahnen können. Sehr geehrte Paschka, waren Sie mit der Serviceleistung des Nestlé Consumer Services zufrieden? Natürlich bin ich mit dem Nestlé Customer Service überhaupt nicht zufrieden gewesen. Aber Ihre Antwort hat mir eigentlich schon bestätigt, was ich wissen wollte. Nestlé verbirgt ganz offenbar ihre Verbindungen zu Bakwa. Meine Suche nach Antworten ist weitergegangen und hat mich als nächstes in die Politik geführt. Vor kurzem ist der Beat Tinner von der FDP in die Regierung gewählt worden. Soweit nichts Neues, aber plötzlich bin ich misstrauisch geworden. Ich bin auf ein verdächtiges Detail aufmerksam geworden. Und plötzlich habe ich es überall gesehen. Was hat es mit Politikern und Wasser auf sich? Ist es fein, Beat?
Ja, man freut sich natürlich, wenn Bakua die Partei sponsert. Und dann ist mir endlich auch bewusst worden, was der Beat Tinner mit dem Michael Götte von der SVP verbindet. Der Allianz musste ich auf den Grund gehen und habe mich mit dem Herrn Tinner in Verbindung gesetzt. Dieser hat sich ahnungslos gestellt. Sehr geehrte Frau Paschka, danke für Ihre Anfrage. Ich verzichte auf eine Stellungnahme, da ich mich mit Ihrer Fragestellung nicht befasst habe. Das Gleiche beim Herrn Götte von der SVP. Jede Frucht hat seine Eigenschaft. Bei der Traube ist es mehr Wasser, Rosinen weniger Wasser, aber da ist eine wilde Theorie, die ich nicht unterstütze. Sind Politiker auch schon von Bakua gekauft worden? Wie viel Geld steckt eigentlich in dem Geschäft mit Wasser? Die Sprecherin von der Blue Community, die sich für das Wasser als Menschenrecht einsetzt, hat mir das beantworten. Gerade wenn man in der Schweiz schaut, dann ist es so, dass wir ja sehr, sehr viel Wasser importieren durch unsere Nahrungsmittel. Also wenn wir unseren Wasserfußabdruck anschauen, dann tun wir 82% von unserem Wasser kommt aus dem Ausland. Wer hätte das gedacht? Aber als ich weitergefragt habe, ob das in Form von Trauben gemacht wird. Also für mich ist das. Aber die Rosinen werden ja gar nicht aufgepumpt mit Wasser. Die Trauben wachsen und die getrockneten vorne sind nachher Rosinen. Das ist natürlich falsch. Höchstwahrscheinlich sitzt Bakua auch der Blue Community im Nacken. Aber trotz diesen Interviews sind meine Recherchen ins Stocken geraten. Politiker, Firmen, NGOs, alle streiten ab und lügen. So konnte ich eigentlich gar nicht mehr weitermachen. Aber nur weil mir niemand Geständnis liefert, heisst es ja noch lange nichts. Vielleicht wird es Zeit für mich, aus dem Schatten zu treten und Bakua dort zu begegnen, wo die ganze Verschwörung anfängt. Leute können mich zu Trauben und Rosinen belügen, so viel sie wollen. Ich hole mir die Beweise einfach höchstpersönlich. Also ich sehe da nicht viel, ehrlich gesagt. Ist nur ein bisschen trocken für den Geschmack. Wie als würden da eigentlich Rosinen wachsen. Jetzt ist es darum gegangen, den Besitzer ausfindig zu machen. Genuss aus der Region. Wohl eher Lüge aus der Region. Sieht alles recht normal aus. Ballista Peanuts. Trocken. Ja? Das sind gut. Aber ich bin besser. Aha! Was sagt uns das wohl? Dafür hätten wir jetzt wahrscheinlich ganze 10 Franken gezahlt, wenn das in einer Traube drin wäre. Ich habe ja nicht Angst. Spätestens jetzt ist mir klar geworden, dass eine Schattenorganisation, die so gross ist wie Bakua, einiges daran setzen wird, nicht aufgedeckt zu werden. Ich habe realisiert, dass ich mich womöglich in beträchtliche Gefahr begebe. Mich wie ein Blitz getroffen. Wenn sogar der Pizzasektor von Bakua kontrolliert wird, wie kann ich überhaupt hoffen, gegen sie anzukommen? Und plötzlich sind die Warnungen von Bakua ganz deutlich geworden. Und dann die wahrscheinlich klarste Warnung von Bakua. Habe ich überhaupt jemals eine Chance gehabt? An wen wendet man sich, wenn das ganze System vom Gegner kontrolliert wird? Muss man sich einige Sachen im Leben einfach unterwerfen? Nein, das kann nicht sein. Die Wahrheit muss siegen. Ich lasse die Spur nicht los.
Und wenn ich sie durch die Nacht verfolgen muss, dann mache ich das. In der nächsten Episode von Bakwa. Ich habe ein ganz zweites Video gemacht mit Meinungen von Experten zu Verschwörungstheorien. Einer der Verteidigungsmechanismen von Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, ist ja sagen, dass alle anderen an eine Verschwörungstheorie glauben und sie selber nicht. Verschwörungstheorien auf Ängste reagieren, und zwar auf Ängste, Privilegien zu verlieren. Conspiracy theories are very useful in the times of war. In dem Moment ist dann auf einmal die affektive Wahrheit diejenige, die mehr stimuliert als die rationale Wahrheit. Und Bakwa schickt einen Auftragskiller.